Zwar, ja, habe ich so ein paar Boxhandschuhe mir so ergattert und wir gehen mal ins Operationsraum. Ne? Und wir gehen mal ins Hä? Moin Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors. Wir nehmen uns heute mal die Spezialkarten nochmal vor, und zwar die Fähigkeitsorden, natürlich das Beschwören und natürlich auch das Zersetzen dieser Fähigkeiten und natürlich auch das Aufleveln. Erst einmal schönen Dank für 2000 Abonnenten, ihr seid echt krass, vielen Dank dafür. Und ihr könnt jetzt ein Ingame-Paket gewinnen, oder ich suche mir wieder Leute raus. Schreibt eure Ingame-ID in die Kommentare und ich versende nächste Woche an 2 bis 3 Leuten ein Paket raus, wo ihr diese Boxhandschuhe bekommt, und dann könnt ihr fleißig loslegen. Okay, so viel dazu. Wie gesagt, nochmal, Liebe geht nochmal raus. Ja, vielen Dank. Und ich würde mal sagen, wir legen auch mal gleich los hier mit dem Video. So, wir gehen jetzt mal zum Operations Center und werden ein bisschen Boxen üben. Ja, und zwar habe ich 60 Boxhandschuhe und wir schauen mal, was ich so erhalte. Oh, nur einzelne Fragmente. Ja, du musst richtig Glück haben, damit du eine vollständige Karte ziehst, und drück mir die Daumen. Ja, okay. Was kriege ich hier? Soul-Eye. Gut, das ist eine Fähigkeitskarte. Das heißt, die Fähigkeitskarte ist nicht spezialisiert auf eine Truppenart wie Kavallerie, Distanz oder Nahkampf. Ja? Das seht ihr auch hier im Hintergrund. Wie gesagt, die ist ziemlich nice. Die nehme ich mit. Weiter geht's. So, Abfahrt. Hau zu da. Ah, nur einzelne Fragmente. Und natürlich eine Fähigkeit. Ne? Eine grüne Fähigkeit oder einen grünen Fähigkeitsorden. Wieder nur Pech gehabt, nur Fragmente. Ja, und komm hier. Zack, rauf da. Okay, wir gehen jetzt mal zu den Fähigkeitsorden und werden dort einmal beschwören. Und ich habe eine lilane Fähigkeit bekommen und natürlich auch ein bisschen Schießpulver zum Upgraden dieser Fähigkeit. Na, dazu kommen wir gleich nochmal. So, ich würde aber sagen, wir hauen nochmal einmal in den Sack hier so rein. So, zack, ja. Und was kriegen wir jetzt? Soul-Eye. Ja, gut. Ist eine Karte, die brauche ich nicht unbedingt für die Kavallerie. Die Karte habe ich schon, das heißt, wir können die upgraden. Eine dieser Karte sind 100 Fragmente. Ja, das zeige ich euch gleich. Wir gehen jetzt erstmal gleich in mein Inventar rein, wo wir die ganzen Fähigkeitsorden sehen, kümmern uns darum und dann gehen wir zum Aufleveln über. Okay, gut, wir sehen hier im Hintergrund, ich versuche nur ein paar einzelne Summons zu machen, kriege natürlich nur Fragmente raus. Davor die 2 Karten habe ich mit 2000 Rubine gezogen. Na, das war echt Glück. Gut, das ist die Karte. Wir werden jetzt, die Karte ist übrigens auf Nahkampf ausgelegt, also gehe ich hier auf den Reiter Nahkampf und wähle mir die epische Fähigkeit aus. Da ich ja Schießpulver beim Summon erhalten habe, werde ich jetzt die Karte oder diese Fähigkeit aufleveln. Ne, das seht ihr hier im Hintergrund. So, verbessern und zack. Gut, weil Lebenspunkte ist immer wichtig. Ja, ihr seht, ich habe unten noch 2 Slots frei. Ja, wir gehen jetzt mal wieder hier rein und nehmen diese Fähigkeit und werden die erstmal aufleveln. Ja, der Nahkämpferangriff. Und ihr seht auch, wie die Prozente steigen. Wie gesagt, das System ist eigentlich ziemlich einfach. Sobald ihr Fähigkeiten gezogen habt und ihr habt nur grüne oder blaue, nutzt die erstmal. Ja, ihr könnt die ja immer noch zerlegen und die dann für eine höherwertigere Fähigkeit nutzen später. Na? Wenn ihr zum Beispiel eine legendäre hat. So, hier habe ich die Karte, die habe ich nochmal gezogen. Das heißt, ich level die jetzt erstmal auf. So, bis Level 4 bin ich gekommen mit 100 Fragmenten. Und die Kavallerie, ja, die nutze ich eigentlich nur für Rick, Morgan und Shane, weil die global sind, und werde die da erstmal reinhauen und dann mal gucken, was ich so noch für Karten ziehe. Ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr eine Karte für Nahkämpfer habt und ihr nutzt Nahkämpfer, dann versucht immer das Bestmöglichste rauszuholen. Ne? Immer spezialisiert auf euren Survivor. Gut, ihr seht die oben rechts, die ist für Rick gedacht. Das sind jetzt meine Karten und meine Fähigkeiten. Ich habe die Fähigkeiten eingesetzt, ich habe die aufgelevelt, ich habe die aber auch zerlegt zum Aufleveln. Das ist ein Kampfbericht mit den Fähigkeitskarten. Die werden neben den Survivor angezeigt. Und Alpha hat halt eine Karte, die für Nahkämpfer gedacht ist. Ja, und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ein kurzes, knackiges Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Und ja, Glückwünsche gerne in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Soul-Eye.